Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. We are going to tackle chapter 10 in 1 Corinthians. Wir werden uns mit Kapitel 10 im 1. Korintherbrief beschäftigen. It's a very interesting and important chapter. Es ist ein sehr interessantes und wichtiges Kapitel. Now here the Apostle Paul starts to talk to his church about something very important. Hier beginnt Apostel Paulus zu seiner Gemeinde über etwas sehr Wichtiges zu sprechen. Look how he starts. Er beginnt so: My dear fellow believers, Meine lieben Mitgläubigen, you need to understand that all of our Jewish ancestors who walked through a wilderness long ago, ihr müsst verstehen, dass alle unsere jüdischen Vorfahren, die vor langer Zeit durch die Wüste zogen, they were under the glory cloud unter der Wolke der Herrlichkeit waren and passed through the waters of the sea on both sides. und durch das Meer hindurch gingen, Wasser zu beiden Seiten. Now it's interesting, why would Paul tell them that they need to understand that? Es ist interessant, warum sagt Paulus ihnen, dass sie das verstehen müssen? Every Jew knew that. Jeder Jude wusste das. Every Jew knew the history of their own people. Jeder Jude kannte die Geschichte seines eigenen Volkes. That they were taken out of the land of Egypt, Sie wurden aus Ägypten herausgeführt, walked through the wilderness, zogen durch die Wüste through the Red Sea. und durchquerten das Rote Meer. But he says you have to specifically understand it. Aber er sagt, das müsst ihr wirklich genau verstehen. Now, he is trying to get them to understand the spiritual truth through a natural history. Jetzt versucht er ihnen eine geistliche Wahrheit durch eine natürliche Geschichte verständlich zu machen. See, Paul is not giving them a history lesson. Paulus gibt ihnen hier keine Geschichtsstunde. Paul is teaching them important truth which they really needed to grasp. Paulus lehrt sie wichtige Wahrheiten, die sie wirklich begreifen mussten. Because now he's telling them they were all baptized into the cloud of glory. Denn er sagt ihnen jetzt in Vers 2, sie wurden alle in die Wolke der Herrlichkeit getauft, Into the fellowship of Moses and into the sea. in die Gemeinschaft des Mose und in das Meer getauft. Well, it's interesting how people get so hung up about baptism. Es ist interessant, wie sehr sich die Leute an der Taufe aufhängen. Baptism has to be exactly like this. There's only one right baptism. Die Taufe muss genau so sein, es gibt nur eine richtige Taufe. Do you know, a little while ago, I baptized some people Vor einiger Zeit habe ich ein paar Leute getauft, that were only baptized through sprinkling, die nur durch Besprengen getauft worden waren. and they were so desperate you could really baptize through immersion. Und sie wollten unbedingt durch Untertauchen getauft werden. So they had this deep heart's desire, Das war ein tiefer Herzenswunsch yet they were scared to be baptized. und doch hatten sie Angst, getauft zu werden. And then here's the question they asked me. Sie stellten mir folgende Frage: They said, Reinhard, is it really true Reinhard, ist es wirklich wahr, that if we get baptized, we're going to lose our salvation? dass wir unsere Errettung verlieren, wenn wir uns taufen lassen? I was shocked. Ich war schockiert. I've heard a lot of things, but I've never heard that. Ich habe schon vieles gehört, aber so etwas noch nie. They told me that the leadership of the church teaches Sie sagten mir, dass die Leiterschaft der Gemeinde lehrt, that only their church has the right baptism. dass nur ihre Gemeinde die richtige Taufe hat. And if you get baptized anywhere else by anybody else, you've now lost your salvation. Und wenn sie sich irgendwo anders von irgendjemandem taufen lassen, würden sie ihr Heil verlieren. Well, here the Apostle Paul mentions the word baptism, and it's not in a certain right way. Hier erwähnt Apostel Paulus das Wort Taufe, aber nichts von einer bestimmten richtigen Art und Weise. See, baptism means to be immersed. Die Taufe bedeutet, untergetaucht zu werden. So here they were immersed into the cloud of glory and into the fellowship of Moses and into the sea. Hier wurden sie also in die Wolke der Herrlichkeit eingetaucht und in die Gemeinschaft Mose und in das Meer. See, Paul wants them to grasp this spiritual reality, what happened with these people, not only the natural one. Paulus wollte, dass sie diese geistliche Realität begreifen, was mit diesen Menschen geschah, nicht nur das Natürliche. Look, he continues and he says they all ate the same heavenly manna. Er fährt fort und sagt in Vers 3, sie aßen all das gleiche himmlische Manna. You know, the heavenly manna that they really ate
every day was not the natural manna, Das himmlische Manna, das sie wirklich jeden Tag aßen, war nicht das natürliche Manna. because Paul is teaching them a true, important spiritual truth. Denn Paulus lehrt sie hier eine wirklich wichtige geistliche Wahrheit. And he said to them that the water that they drank from the spiritual rock, isn't that interesting? Er sagt ihnen, dass das Wasser, das sie aus dem geistlichen Felsen tranken, ist das nicht interessant? Because they did drink water from a natural rock there too. Denn sie tranken dort auch Wasser aus einem natürlichen Felsen. Do you remember Moses hit the rock and water came out? Erinnerst du dich? Mose schlug auf den Felsen und Wasser kam heraus. Paul is trying to bring them to the understanding that all of the natural is nothing but always a picture of the spiritual. Paulus versucht ihnen klarzumachen, dass alles Natürliche immer nur ein Bild des Geistlichen ist. So he said, the guys, they drank water from the spiritual rock that traveled with them, and that rock was Christ himself. Er sagt in Vers 4, und sie tranken Wasser aus denselben geistlichen Felsen, der sie begleitete, und dieser Fels war Christus selbst. It's amazing that even right there in the desert, Christ was already manifest. Es ist erstaunlich, dass sich Christus bereits dort in der Wüste manifestiert hat. See, Jesus said, I am the living water. Jesus sagt, ich bin das lebendige Wasser. He who comes to me will never be thirsty again. Wer zu mir kommt, wird nie mehr Durst haben. So right there in the old covenant, Jesus was already going with them. Jesus war also bereits im alten Bund mit ihnen unterwegs. Now, let me ask a question. Nun möchte ich dir eine Frage stellen. How could they live so rebellious if Jesus was with them? Wie konnten sie so rebellisch leben, wenn Jesus mit ihnen war? Do you know what that means? Weißt du, was das bedeutet? That means all of us could easily be rebellious even though the Lord is with us. Das bedeutet, dass auch wir alle ganz leicht rebellisch sein können, obwohl der Herr mit uns ist. You know, I think there's no need for any of us to point a finger at the people of Israel in the desert, Ich denke, wir haben keinen Grund, mit dem Finger auf das Volk Israel in der Wüste zu zeigen. because how many times have we been rebellious even though Jesus told us clearly what to do? Denn wie oft schon sind wir rebellisch gewesen, obwohl Jesus uns klar gesagt hat, was wir tun sollen. So you will find out in this chapter that we're going through Du wirst also in diesem Kapitel, das wir jetzt durchgehen, feststellen, that it's important that this is written down wie wichtig es ist, dass dies aufgeschrieben wurde, so that you can live a Christian life to the full. damit du dein christliches Leben aus der Fülle leben kannst. So Christ was already with them even though they were in the old covenant and in the desert. Christus war also schon bei ihnen, obwohl sie noch im alten Bund und in der Wüste waren. And yet they messed up. Und trotzdem haben sie es vermasselt. Do you know, I believe it's important to have spiritual experiences. Ich glaube, dass es wichtig ist, geistliche Erfahrungen zu machen. But I met a lot of people who had a lot of experiences and still messed up. Aber ich habe viele Menschen getroffen, die viele Erfahrungen gemacht haben und es trotzdem vermasselten. Because they haven't decided to live a life that's surrendered to Jesus. Denn sie haben sich nicht entschieden, ein Leben zu führen, das sich Jesus hingibt. So make this decision every day. Triff jeden Tag diese Entscheidung. The Christ, the rock that is with you, you have to surrender to him. Christus, der Fels, der mit dir ist, ihm musst du dich hingeben. You break on the rock or the rock will crush you. Entweder du zerbrichst an dem Felsen oder der Fels wird dich zermalmen. I rather break on the rock. Ich zerbreche lieber an dem Felsen. See you tomorrow. Wir sehen uns morgen.